Ja, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es mal darum gehen, was ihr machen könnt, wenn bei euch die automatische Heckklappe nicht mehr funktioniert beim BMW E61. Bei mir gibt es jetzt immer mal sporadische Probleme halt, dass die manchmal geht, manchmal nicht. Ich glaube, jetzt geht sie gerade. Ja, und zwar kann es mehrere Ursachen haben. Also zum einen ist dann hier an der Stelle, so ist mal zu zeigen, dass dann hier der Stoßdämpfer, also der automatische, aus der Pfanne hier rausspringt, da an der Stelle aus dem Kugelgelenk. Das kann passieren, dann ist der kaputt, dann braucht er neu. Und was jetzt hier bei mir auf jeden Fall der Fall ist, ist eben, dass die Hydraulikflüssigkeit nicht ausreicht. Und zwar habt ihr dann hier in der linken Seite, hinten links, hier hinter der schwarzen Abdeckung sitzt der Hydraulikzylinder. Okay. Und da seht ihr jetzt hier so ein Kreuz. Hier. Und ja, bis dahin sollte eigentlich die Hydraulikflüssigkeit stehen. Aber wie ihr seht, da ist sehr, sehr wenig drin und deswegen kann dann halt die Klappe nicht mehr auffahren richtig. Ja, warum ist die jetzt überhaupt leer? Also ich vermute mal, dass hier der Zylinder auf der Seite, der Druckzylinder, dass hier die Dichtung undicht ist. Hier klebt es auch gut. Und ich glaube hier ist auch, ja, hier ist auf jeden Fall auch gut klebrig Hydraulikflüssigkeit runter angetrocknet. Ja, und ich würde sagen, wir fangen mal an und versuchen mal hier ranzukommen. Und füllen das Ganze mal auf. Neue Dichtung habe ich auch bestellt. Gibt es bei BMW so einen Satz halt für 90 €. Da weiß ich aber nicht, ob die Dichtung dabei ist für den Zylinder. BMW ist ja da gerne so lieber neu. Die Hydraulikflüssigkeit ist damit dabei. Die könnt ihr aber auch kaufen bei eBay zum Beispiel als, ich glaube, 800 oder 900 Liter Gebinde. Und zwar heißt das dann Shell Aerofluid 41, was da reinkommt. Ja, gibt es auch manchmal Leute, die das halt irgendwie bei eBay Kleinanzeigen und so verkaufen, kleineren Abfüllungen, die halt so einen großen Pot sich gekauft haben. Müsst ihr halt mal schauen. Aber auf jeden Fall kann man da den ein oder anderen Euro sparen. Ja, okay, also ich gucke jetzt mal hier, wie wir hier rankommen, wie wir das rausbekommen. So, also um jetzt hier an die Halteschraube zu kommen, also hier oben sitzt noch eine Schraube dran, da sitzt der Verstärker vom Logic 7 davor halt, da kommt man einfach nicht ran hier oben. Die unten, die zwei Muttern sind ja kein Problem. Da muss man halt die Verkleidung hier abmontieren, dass man da rankommt. Und zwar ist hier oben verschraubt mit einem 25er Torx. Dann ist hier unten, genau, hier ist ein Spreizdübel aus Plastik so. Also hier einer von den Kandidaten. Die müsst ihr halt nach oben aushebeln. So, dann müssen hier die Halterung raus, damit wir hier die ganze Leiste abziehen können. Hier die beiden, und zwar, ich glaube das mal um. Genau, und zwar müsst ihr die, ich habe das jetzt hier mit einem 4er Imbus die Schrauben gemacht und da sitzt halt hier nur diese Kunststoffabbildung so drauf. Da muss man halt hier vorne mit dem Uhrmacher Schraubenzieher rein. Und dann kann man die so vorsichtig raushebeln und dann rausziehen. Das ist ein bisschen fummelig halt so und dann kommt man hier an die Schrauben ran. Ja, alles klar, also ich gucke jetzt erstmal hier, warum die Halterung nicht geht. Ob hier unten noch Schrauben sind. Nein, das ist eigentlich nix. Also, ich habe das Ganze drin gelassen. Ich habe das jetzt halt hier ein bisschen angehoben und habe diese Spreiznieder halt so rausgemacht. Dann müssen wir hier oben noch lösen. An der Halterung für das Rollo. Das sind hier eins. Man sieht fast nicht. Da. Da, zwei
25er Stern. Ich habe es mit dem Torx, 25er Torx ging auch. Und dann jetzt hier vorne die hier, also diese 8er Schraube. Dazu muss man halt hier diese Seitenverkleidung abmachen. Die müsst ihr einfach nur nach vorne wegziehen. Die sitzt dann halt hier dran an der Halterung. Da ist hier eingehangen. Eigentlich nur, die ist jetzt nicht verschraubt. Ja. So, also ich habe es jetzt abbekommen. Und zwar sitzt dann hier oben noch so eine Spreizniete drin an der Stelle. Ihr müsst halt hier das Ding rausfubbeln. Ich habe mir dann hier noch ein bisschen Platz gemacht, indem ich hier die C-Säule abgeschraubt habe. Also da ist unter dem Airbag-Schalter, unter dem Airbag-Schild, das müsst ihr abhebeln. Da ist dann eine Schraube drunter mit einem 25er Torx. Dann ist das hier von der Seite so eingeklemmt. Also muss ich jetzt mal gucken, das sieht ja so aus. Und ja, dann konnte ich das dann habe ich hier noch die Schraube gelöst und dann konnte ich das hier ein bisschen abnehmen. Also weiter würde ich hier nicht aufbauen, weil hier hängt noch der Airbag, der ist da irgendwie mit reingefädelt. Also das ist eigentlich nicht so lustig. Und ja, und habe dann halt hier so ein bisschen rumgefummelt und habe es dann hier rausgekriegt. Ja, die D-Säule habe ich noch abgebaut, um hier ein bisschen mehr Platz zu kriegen, dass ich das ein bisschen bewegen kann. Ging leider nicht anders. Ist halt so. So, und jetzt geht's hier weiter. Dass wir jetzt hier an der Halterung die Endstufe abbauen, dass wir dann letzten Endes an das Ding rankommen. Also weiter geht's. So meine Lieben, also ich bin jetzt schon ein Stückchen weiter. Die Halterung von dem Verstärker ist hier oben verschraubt, hier unten verschraubt und hier unten verschraubt an der Stelle. Mit einer, ich glaube, 8er Sechskantnuss. So, und dann ist hier oben, hier drin, hier daneben, also hier ist der Verstärker dran geschraubt und daneben ist eine 10er Sechskant Schraube für die Halterung. Die ist hier oben dann verschraubt für die Halterung von der ganzen Hydraulikeinheit. Die Hydraulikeinheit an sich ist dann nochmal hier mit einer 7er Muttern, Sechskantmuttern hier hinten drauf geschraubt. Die habe ich mir jetzt so locker geschraubt und habe die mir jetzt hier oben hier mit einem Stück Draht, guck mal her, ich habe die Schraube hier wieder reingedreht, den Draht dahinter gemacht so und habe mir das jetzt hier so festgemacht. So. Und hier sehen wir auch schon das Problem. Hier, ich hoffe mal, wir sehen es. Ich guck's mal. Machen wir hier rein. Genau, hier. Ihr seht, hier ist halt Flüssigkeit in der Schraube drinne und hier läuft das halt hier auf der Ecke. Hier läuft es raus. So, ja. Kommt das alles raus. Und dadurch habt ihr dann halt immer weniger Flüssigkeit drin. Hier oben die Schraube, das ist die Einfüllschraube für das Hydrauliköl. Die müssen wir lösen. So. Also ich baue das Ganze mal auseinander, zeige euch dann mal noch die Dichtung und dann gucken wir uns das Ganze mal zusammen an, wie das innen aussieht und tauschen die Dichtung. So, also mittlerweile ist es dunkel draußen. Ich habe jetzt hier eine ganze Weile gebraucht und zwar musste ich erstmal hier, also der Deckel, hier ist der Deckel, der sitzt ja so hier drauf und da waren halt die Schrauben schon ausgeladen, also da war schon mal jemand dran. So, dann sitzen hier, die seht ihr dann hier als nächstes so die zwei Federn, die hier so drin stehen, ne? Also die sind hier einfach nur so lose drin und dann sitzt hier der Kolben, der hier, der sitzt dann hier so drin. Ich habe jetzt auch noch mal gelesen, also wichtig ist auch, wenn ihr das macht halt, dass die Heckklappe ja offen steht, dass ihr die quasi drückt zum Hochfahren und die dann hochhebt mit. Das ist ja erstens mal wegen der Kalibrierung, dass der weiß halt, okay, die Klappe steht jetzt gerade ganz offen. Und dass auch die Federn, die hier drin sind, dass die entspannt sind. So. Ja, alles klar. Dann ist jetzt hier als nächstes noch, also das ist hier schon ein neuer Dichtungsring, also Profildichtungsring. Ja, stellt natürlich hier nicht scharf. Der sitzt hier um den hier so drauf. So. Ich habe den Kolben erst nicht rausgekriegt, wenn ihr da auch Probleme habt. Ich habe dann hier die Ablassschraube
aufgemacht, weil hier ein Unterdruck war, und habe die Ablassschraube rausgemacht, um den dann rauszuziehen halt. Ich habe dann mir hier noch ein Stückchen Draht durchgefädelt, also hier sind so Löcher, das ist hier durchgängig. Da habe ich mir ein Draht durchgefädelt und habe das dann halt so rausgezogen mit Hin- und Herhebeln. Da ging es dann so. Also auf jeden Fall in der Stelle, wo die Federn sind, die sitzen ja hier so drauf. Hier. Da darf kein Öl sein. Wenn da Hydrauliköl ist, dann ist die Dichtung Fritte. Dann braucht auf jeden Fall eine neue Dichtung. Die Dichtung, die kommt halt so drauf. Ja, also quasi, das ist ja so eine Profildichtung. Hier. Jetzt sieht man es. Die ist so quasi, das dünne Teil muss nach unten zeigen. Ja, also quasi dann so rum hier drauf. Ich mache das jetzt hier noch ein bisschen sauber her. Seht ihr, hier ist noch ein bisschen Öl. Ich mache das ein bisschen sauber so alles, ist ein bisschen dreckig, und dann bauen wir es zusammen und füllen dann hier mal Öl auf. So, also ich habe jetzt die Schraube offen, hier ist das neue Öl. Habe ich jemanden abgekauft von eBay Kleinanzeigen den Rest so, und ich mache das jetzt hier mit so einer Apothekenspritze, also Kanülenspritze, wie man es nennen will. Ich habe mal ein bisschen was von dem alten Öl abgelassen, also ja, schwimmt ein bisschen Dreck drin rum. Leicht steht's hin. Aber es sieht ansonsten noch gut aus so. Also ich lasse es den kleinen Rest noch drin. Das ist sehr, sehr viskos, also das läuft echt nur sehr langsam ab so. Ja. Ja. So, ich ziehe mir jetzt hier einfach was auf und lasse es dann jetzt hier so langsam rein. So, ich habe es jetzt aufgefüllt, also ist ja ungefähr der Winkel, in dem es steht, wenn es eingebaut ist, so, da steht es genau auf dem Kreuz. Wenn man es gerade hält, ist es halt so leicht über dem Kreuz. Wird schon so gehen. Ich lasse das jetzt so und baue das jetzt alles wieder zusammen. Und dann machen wir als nächstes einen Funktionstest zusammen und gucken mal, ob das Ganze besser klingt, besser läuft und ob es sich gelohnt hat. Ja, also mittlerweile sind ein paar Tage später. Ich habe das Ganze mal überprüft, ist alles jetzt schön trocken und dicht. Klappe funktioniert einwandfrei, wie es auch sein soll. Halt wieder schön hoch und runter. Hat jetzt schon, habe ich ein paar Mal getestet, hat jedes Mal einwandfrei funktioniert. Ja, am Kolben ist alles schön trocken und dicht, läuft nichts mehr aus. Ja, ich habe jetzt auch im Internet gelesen, dass einige das Problem haben, dass manchmal die Klappe nach dem Auffüllen von der Hydraulikflüssigkeit nicht ganz hochfährt. Ihr müsst dann auf jeden Fall in dem Fall halt, also die Klappe öffnen, dass die halt hochfährt in die Stellung, wo sie dann fährt, und dann halt ja, einfach komplett ganz hochdrücken in die Endstellung und dann wieder einfach auf Schließen drücken. Dann weiß der, wo die Klappe ihre Anfangs- und Endstellung hat halt. Ja Leute, das war's von mir mit dem kleinen Video zum Auffüllen von der Hydraulikflüssigkeit von der elektrischen Heckklappe. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wenn euch mehr solche Themen interessieren, dann abonniert auch gerne meinen Kanal. Wenn ihr immer über die neuesten Videos informiert sein wollt, aktiviert die Glocke. Und ansonsten vielleicht bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag und macht's gut. Bis dann.